Der klassische Funnel und die 10 blauen Links werden sterben. Was früher 5 Suchanfragen und 10 Website-Klicks erforderte, erledigt die KI jetzt in einem einzigen Dialog. Google hat den AI-Mode in den USA flächendeckend ausgerollt. Das verändert die Suche und damit auch die Art und Weise, wie Marken sichtbar werden. Aber was ändert sich konkret? Wer verliert an Sichtbarkeit und warum? Das reflektieren wir in dieser Folge. Viel Spaß! Was ist der Google AI Mode? Ganz kurz, bevor wir uns Beispiele ansehen, der AI Mode ist eine Chatbot-ähnliche KI-Suche innerhalb von Google. Er basiert auf Gemini 2.5, liefert sofort Antworten, erlaubt Rückfragen und kombiniert klassische Suche mit generativer KI. Mehr als 1,5 Milliarden Nutzer nutzen monatlich bereits AI-Overviews oder KI-Übersichten. Google spricht im Zusammenhang von AI-Mode von einer vollständigen Neuerfindung der Suche, was ich ein wenig anders sehe. Es geht aus Google-Sicht um eine neue Erwartungshaltung. Ich stelle eine Frage und Google löst mein Problem. Der Modus ist kontextuell, multimodal, dialogorientiert und wird in den nächsten 12 bis 24 Monaten nach meinem Gefühl wahrscheinlich zum neuen Standard für alle auf diesem Planeten. Aber lasst uns reinspringen. Hier seht ihr den AI-Mode in voller Pracht. Wenn wir uns jetzt dann Beispiele ansehen, die ich vielleicht neu laden muss, kann es sein, dass es etwas langsamer ist als normal, weil ich natürlich über ein VPN arbeite. Wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel ansehen, vielleicht für eine produktorientierte Suche. Hier habe ich danach gefragt, nach dem besten Smartphone mit sehr spezifischen Anfragen. Dann hat, und das sieht man immer, wenn man eine Abfrage macht, Google sehr viele kleinere Suchanfragen drumherum gestellt. Sie nennen das Query Fanout, wo sie ganz viele Abfragen machen und am Ende das wieder für den User in einer zusammengefassten, destillierten Antwort ausliefern. Und dann sehen wir wirklich Produkte in den Ergebnissen, was sind die Top-Contender und so weiter. Ein weiteres Beispiel, eher eine Informational-Suche, würde ich sagen, eine Informational-Frage zu, hey, wie kann ich B2B-Leads generieren? Dann kriege ich halt sowas wie einen destillierten Blogbeitrag und kann hier dann weitersprechen. Und durch die Konversation bekomme ich natürlich immer mehr Kontext. Und das ist super spannend. Ich gebe euch da ein ganz schnelles Beispiel. Ich habe das gleiche in ChatGPT gemacht. Ich war auf der Suche nach einer ganz spezifischen Steuerberatung und über eine ganz, ganz lange, sehr spezifische Konversation hinweg wurden mir dann 2 Anbieter vorgeschlagen, die am Ende des Tages dann tatsächlich genau das lieferten, etwas ganz Spezifisches, was ich über eine Google-Suche wahrscheinlich niemals so gefunden hätte und viel, viel, viel mehr Anbieter durchtesten hätte müssen. So. Springen wir ins nächste Ergebnis, nämlich wieder eine Produktsuche, diesmal kein Smartphone, sondern eine Suche nach einem Rucksack. Und dieses Beispiel wollte ich euch zeigen, ist natürlich vom Aufbau wieder ähnlich wie bei dem Smartphone, aber zum Beispiel für dieses Ergebnis hat er 75 Ergebnisse abgerufen, um dann diese Informationen zusammenzutragen und mir die richtige Antwort zu liefern. Und man sieht schon, und darüber sprechen wir später, normalerweise würde ein Mensch diese Queries machen und sich da Schritt für Schritt hinantasten. Hier springen wir sofort in ein Ergebnis rein. Grundsätzlich vom Look würde ich sagen, sieht ähnlich aus wie eine AI-Overview und ganz viele Sachen, die in diesem Werbespot zu AI-Mode gezeigt wurden, funktionieren in der Praxis noch nicht so. Das ist ja eher ein Vorausblick, eine Werbeanzeige, aber es ist schon aus meiner Sicht eine 1000-mal bessere Erfahrung als 10 blaue Links. Sehen wir uns noch ein Beispiel an. Er soll AWS und Google Cloud für Enterprise-Level einen Vergleich machen. Dann habe ich ganz typisch hier die Quellen wie bei einem AI-Overview und dann hier einen destillierten Vergleich. Vielleicht als spannendes Ding, weil ich glaube, dass das jetzt noch nicht natürlich die finale Version ist. Logischerweise ist etwas, was weiterentwickelt wird. Aber zum Beispiel bei uns sind ja in AI-Overviews statt solchen Links steht dann dabei laut Evergreen Media, laut dies und dieser Brand und so weiter, damit das besser referenziert wird oder zitiert wird und damit Publisher nicht durchdrehen, weil
das wäre ja der Tod für alles, was sich Google hier überlegt. So, warum ist das jetzt trotzdem mehr als nur ein weiterer Chatbot aus meiner persönlichen Sicht? Weil der Google AI Mode seinen gigantischen Index mit Echtzeitdaten, Wetter, Aktien etc. plus Query Fanout, das heißt diese ganzen Abrufe kombiniert, wenn man das freigibt, Kontext aus deinem Google-Konto, Historie, Gmail, Kalender, Maps, Shopping einbezieht und ja geplant hat, mit Agentenfunktionen wie zum Beispiel Buy For Me, Plan a Trip, Book a Table bald auch handlungsfähig wird. Es ist es noch nicht, aber es soll ein System werden, das genau weiß, was du meinst, versteht, was du willst. Das heißt, wenn du irgendwie eine präferierte Brand hast, dann wird dir Google mehr von dieser Brand vorschlagen. Genauso wie wenn du etwas nicht magst, keine Ahnung, ich mag keine veganen Speisen, sondern ich mag lieber Steaks, würde es mir mehr Sachen in diese Richtung vorschlagen. Und dann in Zukunft auch für dich handeln kann. An diesem Punkt sind wir an meiner Meinung noch nicht, weil ja viel zu viele Fehler noch sind. So, meine weitergehenden Gedanken dazu. Generative Suchsysteme, KI-Assistenten, egal wie du das Ganze nennen willst, sind ein absolut überlegenes Interface zum Zugriff auf Informationen im Vergleich zu 10 blauen Links. Tut mir leid, SEOs, aber das ist ein Fakt. 10 blaue Links mit jeweils tausenden Wörtern, um eine spezifische, konkrete Frage beantwortet zu bekommen, ist ein miserables, katastrophales, grauenhaftes Ergebnis. Die Zukunft aus meiner Sicht werden perfekt auf dich personalisierte Suchantworten und Suchergebnisse sein, die niemand anders in dieser Form sieht. Und das geht logischerweise mit sehr vielen Veränderungen einher. Also ich habe euch jetzt hier Erstanfragen gezeigt und natürlich nicht ganze Konversationen, weil es ein bisschen schwierig ist, das als Beispiel aufzubereiten und die Aussagekraft gering ist, aber es wird alles total einzigartig sein und dadurch verändert sich natürlich so einiges. Nummer 1, der Funnel wird extrem verkürzt. Also wenn wir eine klassische Customer Journey betrachten, dann geht es über Monate und Tage. Der Google AI Mode komprimiert die klassische Customer Journey dramatisch. Eben statt mehrerer separater Suchen über lange Zeit hinweg können Nutzer in nur einer einzigen Konversation vom Problembewusstsein zur Kaufentscheidung gelangen. Der klassische Funnel, so Awareness, Consideration, Decision, fällt zusammen. Natürlich ist der heutzutage schon viel komplexer, aber was wir haben ist viel weniger Schritte und alles passiert in diesem KI-Assistenten. Und das hat natürlich viele Implikationen. Die KI übernimmt all diese Phasen und spuckt dann den User dorthin, wo er dann da zum Abschluss kommen kann. Springen wir nochmal zum Beispiel zurück zu zum Smartphone-Beispiel. Normalerweise würde das ja ewig dauern, bis ich da hinkomme und dann schaue ich mir unterschiedliche Shops an und filtere und sehe mir Empfehlungen auf Reddit an. Diese Abrufen macht der Google AI Mode hintereinander und sagt mir dann auch noch, hey, da kannst du das Produkt jetzt direkt kaufen und vielleicht in Zukunft kann ich das dann auch direkt hier kaufen. Und diese ganzen Zwischenschritte machst nicht du, siehst du nicht, also du siehst jetzt auf der rechten Seite zwar Quellen, aber das sind nicht die Schritte, die er durchläuft. Du siehst da nur die paar Quellen, du siehst nicht, was dahinter steckt und dann kriegst du diese fertige Antwort, die meiner Meinung nach bei den Sachen, die ich getestet habe, häufig sehr gut ist. Bei informativen Sachen ist es häufig oberflächlich, aber die Frage ist, braucht der User, wenn er sowas sucht, nicht auch eine schnelle oberflächliche Antwort und noch nicht die Details? Nummer 2, und das sollte jetzt schon impliziert sein, organische Kontaktpunkte werden von der KI nicht dem Menschen durchlaufen. Früher hat der Nutzer selbst recherchiert, er klickte sich durch die 10 blauen Links und öffnete Vergleichsportale und las 3 Ratgeberartikel und scrollte durch Foren. Diese Touchpoints waren natürlich unglaublich träge und auch sehr abhängig davon, wie gut man in Recherche war, wie viel Zeit man hatte und so weiter. Und jetzt ist es so, alles nimmt die KI im Hintergrund. Nochmal zum Konzept Query Fanout, nur fürs Verständnis. Ganz einfach, in der nächsten Folge sprechen wir weiter im Detail drüber, aber man kann sich das so vorstellen,
ich suche nach etwas Komplexeren, dann macht der AI-Mode im Hintergrund, ruft, keine Ahnung, 70 Ergebnisse ab und die typischen Quellen, keine Ahnung, Vergleichsseiten, Ratgeberinhalte, irgendwelche Aggregatoren, Informationen, Forenbeiträge, Datenbanken, presst das wieder in eine kompakte Antwort und der Nutzer kriegt davon nichts mit, er bekommt nur die fertige, kuratierte Endantwort. Das heißt, die Touchpoints, die Kontaktpunkte existieren noch, aber sie sind Machine First. Die dritte ganz große Veränderung, die alles verändern wird, ist die Journey. Die Reise, die Kundenreise ist personalisiert. Die Antworten sind absolut einzigartig. Wir kennen das ja von ChatGPT, aber hier kommt noch viel mehr. Da gibt es nicht nur die Memory, sondern da gibt es auch noch die ganzen Informationen, wenn du im Google-Kosmos aktiv bist. Und es würde heißen, wenn du gerne Nike kaufst, zeigt dir die KI keine anderen Sneaker. Wenn du in Gmail eine Reise geplant hast und irgendeine Bestätigung bekommen hast, dann bekommst du Restauranttipps in der Nähe deines Hotels. Wenn du Steaks liebst, so wie ich, werden dir wahrscheinlich keine Veganer-Angebote bei Restaurants angezeigt. Jede Suche wird zu einer One-on-One-Erfahrung und der Anspruch ist nicht, die beste Antwort zu liefern, sondern die beste Antwort, die beste Lösung für dich, nicht für alle. Und das verändert natürlich auch die Messbarkeit von was SEOs klassischerweise so machen und wie wir Sichtbarkeit definieren, grundlegend. Die neue Rolle von Marken. Marken sind jetzt nicht mehr, wie soll ich das sagen, nur Content-Produzenten, um organische Rankings zu generieren, sondern wir sprechen eigentlich schon sehr, sehr lang. Also niemanden sollte überraschen, was hier passiert. Niemanden. Also jeder, der in der SEO-Branche seit 10 Jahren ist, niemand sollte überrascht sein, weil was müssen wir machen? Marken müssen bekannte Entitäten werden, denen Nutzer und damit auch die KI vertraut, also beliebte und vertrauenswürdige Marken. Sie müssen Inhalte produzieren, die die KI als verlässliche Antwort erkennt und auch in einem Format, das Bausteine ausgelesen werden können. Dazu haben wir eine eigene Folge gemacht, wo wir genau in dieses Thema ganz tief eintauchen. Und sie müssen plattformübergreifend sichtbar sein. Und das ist ja was SEOs, die sind alle so oft in ihrem Silo gefangen. In dieser Welt geht es darum, dass die KI, die ruft nicht nur deine Seite zu irgendwas ab, sondern der komplette Sentiment im Internet, überall wo du vertreten bist, was andere über dich sagen auf Reddit, was passiert da auf YouTube und so weiter. Die KI verwendet diese Quellen, ruft sie ab und nutzt sie zur Validierung von deiner Marke. Außer du bist ein Brand, wo User so agieren, aber die Website ist nicht der Anfangspunkt der Customer Journey, sie ist das Landingpad für vorqualifizierte KI-geführte Nutzer. Ganz viel von der Customer Journey wird in solchen Assistenten passieren. Sei es der AI-Mode, sei es ein Produkt von ChatGPT, was auch immer. Und wenn ein Großteil dieser Kundenreise in diesen KI-Suchsystemen und KI-Chatbots stattfindet, heißt es garantiert, Websites werden erheblich, dramatisch weniger Traffic bekommen. Heißt das, oh mein Gott, SEO ist tot, alles ist vorbei? Nein, es ist eher so, es wird sich vielleicht etwas segmentieren auf unterschiedliche Plattformen, sei es Google und ChatGPT, wobei mit diesem Produkt wird Google meiner persönlichen Meinung nach ChatGPT komplett in den Boden rammen. Aber wahrscheinlich werden Menschen mehr suchen, spezifischer suchen und diese Konversationen werden sie extrem vorbereiten. Das heißt, der Traffic, der dann bei deiner Webseite landet, wird hochrelevant sein. Um das mal grundsätzlich in eine Idee zu verpacken. Heute ist es so, hey, wir sprechen über 3% Conversion Rate. Das heißt, 97% der Leute konvertieren nicht. Das heißt ja eigentlich auch, dass diese Lösung grottenschlecht, katastrophal ist. Und ich glaube, dass der Traffic dramatisch zurückgehen wird, aber die Conversion Rate von diesem Traffic dramatisch höher wird. Weil hier werden ja, wenn man sich das bei Produkten ansieht, auch schon, die Preisfrage wird auch schon geklärt. Wer sind jetzt in dieser Welt die Gewinner und Verlierer? Und lass uns hier
bei den Gewinnern starten. Starten wir beim Positiven. Nummer 1, starke Marken mit Bekanntheit und Vertrauen. Wenn Nutzer eine Marke bereits kennen, kaufen oder positiv zu ihr stehen, dann bevorzugt die KI diese Marke auch in den Ergebnissen. Die Markenloyalität des Nutzers wird implizit in die Antwort einbezogen. Nummer 2, Unternehmen mit maschinenverdaulichem Content. Wie gesagt, sieh dir unbedingt die Folge dazu an. Nicht jeder Inhalt ist gleich wertvoll. Sichtbar wird werden, wer strukturiert schreibt, also wirklich so ohne Fluff, klare How-To-Gliederungen, Schema-Markup, klare Definitionen. Wie gesagt, in dieser Folge besprechen wir das alles genau. Dann wer tatsächlich Expertise zeigt in Form von Daten, die er teilt, dass er auf anderen Websites zitiert wird, dass er als Autor auf seiner Website, aber auch auf anderen Webseiten vorkommt und natürlich, wer aktuell seine Inhalte aktuell hält und pflegt, weil Google liebt aktuelle gepflegte Inhalte. Darüber haben wir in einer der letzten Folgen gesprochen, wie zentral das ist, wenn man mehr Content produziert durch neue Möglichkeiten, dass man ein Konzept hat, wie man sein Portfolio auch managt, damit es im Wert steigt und nicht im Wert sinkt. Anbieter mit eigenen Daten, eigenen Tools oder sehr tiefem Use-Case-Verständnis. Google liebt einfach, oder die KI, der AI-Mode liebt Inhalte, die einzigartig, kontextsensibel und lösungsorientiert sind. Das heißt, eigene Studien, Marktvergleiche mit Methodik, interaktive Tools, das heißt, irgendwelche Rechner, Konfiguratoren, haben wir vor kurzem besprochen, dass das Ding ist und auch noch umsetzbar dank No-Code und Inhalte, und das meine ich mit dem Use-Case-Thema, die echte Entscheidungen vorbereiten. Was mir da einfach ganz wichtig ist als Gedanke, das alte Konzept mit diesen kurzen Suchanfragen hat alle dazu gezwungen, jedes Unternehmen alles für jeden zu sein. Generische Informationen für jeden, damit man halt ranken kann, weil wenn man nicht die übergreifende Suchintention trifft, dann kann man nicht ranken. In diesem neuen Konzept, wo Konversationen sehr individuell sein, wenn du da ganz tiefe, entscheidungsrelevante, Use-Case-relevante Inhalte hast, das ist das, was Google dann hier auch heranzieht. Das heißt, es belohnt eine ganz andere Art von Content-Marketing. Und dann Marken mit starker Präsenz in Google-freundlichen Ökosystemen. Dazu zählen vor allem so Sachen wie, was man ja auch schon sieht, Sachen aus YouTube-Videos, Forenposts von Reddit, Google Shopping, Merchant Center, ist trivial, aber nur das gesagt sei, mit Produktdaten, Preisen, Verfügbarkeit. Man sieht hier ja auch die Vorschläge, in diese Richtung wird es gehen. Du musst die richtigen Daten drin haben, du musst preislich konkurrenzfähig sein, dein Produkt muss verfügbar sein. Und wichtig dabei, diese Sichtbarkeit ist nicht organischer Traffic im alten Sinn, wo wir kriegen 100 User und 97 von unseren von diesen Leuten finden uns scheiße, sondern wirst du von der KI im richtigen Kontext als Lösung eingebaut. Dann kommen wir zu den, sagen wir mal, Verlierern und auch diese Verlierer, über die ich jetzt spreche. Niemand sollte überrascht sein. Es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, diesen Verlierer hatte ich nicht auf dem Schirm. Nummer 1, austauschbare Aggregatoren ohne funktionale Tiefe. Das heißt jetzt nicht, alle Vergleichs- und Vermittlungsplattformen sind bedroht, also diese ganzen Mittellösungen, nur die austauschbaren. Gefährdet sind einfach Produkttestseiten ohne tatsächliche eigene Tests, die was nur Amazon-Rezensionen plus Recherche machen und fertig. Weil das kann dieses Tool, dieser AI-Mode so, in a second. Dann Vergleichsportale ohne eigene Daten und Aggregatoren, die generell nur auf öffentlich verfügbaren Daten basieren und diese zusammenfassen. Warum? Der AI-Mode übernimmt diese Aufgaben selbst, schneller personalisiert und ohne Zwischenschritt über externe Seiten. Was ich auch glaube, das macht ChatGPT schon ganz extrem, aber wird Google auch noch mehr forcieren, durch diese Änderung, dass einfach ganz viel von der Customer Journey in KI-Assistenten stattfindet, wird das Spiel werden. Im Content sehen wir das ja auch schon mit Lizenzen, aber auch bei diesen ganzen Daten, die Plattformen haben. Da wird es einfach Anbindungen geben, damit diese Daten
möglichst schnell geliefert werden können und da User nicht mehr, oh, ich lese mir jetzt all diese Rezensionen durch, sondern bam, das liest sich die KI durch, du kriegst dann, hey, das ist für dich die richtige Entscheidung. Nummer 2, Seiten mit Inhalten ohne echten Nutzwert in Kombination mit, dass du keine Brand hast. Weil wenn du eine Brand hast, hast du ja immer den Brand-Vorteil. Dazu zählen sowas wie, hey, ich bin ein kleines oder mittelständisches Unternehmen mit generischen Ratgeberartikeln, die es 100-fach mit den gleichen Informationen gibt. Das heißt, nicht einzigartiger Text, sondern du brauchst einzigartige Informationen. Dann Inhalte ohne Autor, Quellenangaben, Aktualität. Seiten, die nur auf Keywords optimiert wurden, aber keine echten Fragen beantworten. Das geht alles Hand in Hand, ist prinzipiell, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Überschneidungen, wo das für alles, also wo man in alle Kategorien trifft, aber das funktioniert nicht mehr. Also fürs Verständnis, der klassische, einfache Content-Marketing-Funnel ist tot. Es braucht wirklich Inhaltstiefe und Inhaltsbreite mit einzigartigen Daten, Formaten, Perspektiven und Insights. Alles, was trivial ist und Common Knowledge, wird sowieso zu 100% von KI aufgefressen werden. Und jetzt weiß ich schon wieder in den YouTube-Kommentaren, oh mein Gott, wieso produziert irgendjemand noch Content und irgendwann hat Google alle Informationen und dann brauchen sie es nicht mehr. Dann hast du nichts verstanden. Nichts über die Welt, wie die Welt funktioniert. Weil alles ändert sich ständig. Das heißt, Informationen ändern sich ständig. Das heißt, Google muss ein positives Verhältnis pflegen mit Menschen, die Content produzieren. Es ist ja nicht so, okay, wir haben alle Informationen zu diesem Thema, das Thema ist erledigt. Wann in der Menschheitsgeschichte waren wir jemals an dem Punkt? Und es wird ja eher das noch schneller, noch mehr Informationen und noch neuere Informationen als in eine andere Richtung. Nummer 3, Marken ohne Wiedererkennungswert oder Nutzerhistorie. Wer eben kein Vertrauen hat, kein Vertrauen aufbaut, nicht bekannt ist, wird auch in diesen Antworten nicht auftauchen. Das heißt, worum es jetzt geht, ist, ich glaube, dass es einfach noch wichtiger wird, Markenaufbau abseits von Google zu betreiben. Ja, die Suche ist und wird der größte Kanal bleiben, aber man muss als Marke extern validiert werden. Und das ist ein noch größeres Thema. Und zu dieser externen Validierung gehört auch, dass User schon ein positives Bild von deiner Marke haben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Startup bin, dann will ich zuerst andere Marketingmaßnahmen machen, die dann mir dazu helfen, dass User mich wiedererkennen in der Suche und dadurch tauche ich im AI-Mode auf und so weiter. So, zum Abschluss. Die Suche verändert sich, nicht oberflächlich, sondern fundamental. Endlich werden diese 10 blauen Links nach und nach abgedreht. Ich weiß, manche sind sehr traurig drum, aber ich denke jetzt an mein eigenes Nutzerverhalten. Diese immer länger werdenden Bullshit-Informationen, die dann die Top 30 Ergebnisse sind eigentlich alle die gleiche Antwort und ich muss die spezifische Frage, die ich beantworten will, muss ich all diese Artikel lesen. Katastrophale Erfahrung. Die große Kunst wird es sein, seine Marke wahrlich zu digitalisieren. Das basiert natürlich darauf, dass man genau weiß, was man für wen ist und anbietet und dann dementsprechend sich auf der Webseite positioniert und externe Bestätigung für diese Positionierung aktiv fördert. Jetzt ist für mich aus meiner Sicht nicht die Zeit, um Panik zu schieben wegen Traffic-Verlusten durch AI-Overviews. Macht überhaupt keinen Sinn, weil das alte System kann nicht repariert werden und ist einfach eine dramatisch unterlegene Erfahrung. Du musst in dieser neuen Ära gewinnen. Ist SEO tot? Nein! Solange Menschen suchen, kann man optimieren, um in Suchsystemen aufzuscheinen. Wir sind unglaublich begeistert von dem, dass es vielleicht eine Segmentierung auf unterschiedliche Plattformen gibt und den neuen Möglichkeiten und der viel besseren Nutzererfahrung. In der nächsten Folge unterhalten wir uns darüber, wie der AI-Mode grundsätzlich mal funktioniert und leiten daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab, wie du dich auf dieses ganze Spiel vorbereiten kannst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.